Servus und hallo zu einer weiteren Episode Felix Tested Bikes und heute kommt der ultimative Test. Olli ist wieder mit dabei. Hallo. Olli fährt mit dem Backroad, das ich gerade zum Testen da habe, und ich darf mit seinem Grail fahren. Und wir nutzen heute einfach mal die Gelegenheit und wollen die zwei Bikes miteinander vergleichen und auch für euch herausfinden, wo sich diese beiden Bestseller Gravel Bikes unterscheiden. Viel Spaß mit dem Video. Was auch ganz witzig ist, um sich so eine Tour zu versüßen, ist, wenn man mal mitzählt, wie viele Grails und wie viele Backroads man zieht. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs und wir haben 5 Backroads gesehen und 3 Grails, glaube ich, oder Olli? Ja. Ja, so ist es. So, was jetzt eigentlich schon mal ganz spannend ist, ist zu sehen, dass beide Räder recht ähnlich ausschauen, dass aber im Detail doch deutliche Unterschiede nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren sind. Olli, du bist ja jetzt ein Jahr ungefähr Grail gefahren. Grail AL 7.0. Jetzt zum ersten Mal mit dem Backroad. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen den zwei Rädern? Der größte Unterschied ist eigentlich, was auch schon mein erster Eindruck war, einfach die bequemere Sitzposition auf dem Backroad. Ja, durch einen kürzeren Radstand sitzt man einfach ein bisschen aufrechter und das macht es einfach einen Ticken bequemer. Ja, wenn man sich das Rad anschaut, sieht man auch verschiedenste Anschraubpunkte für zusätzliches Material, was ich hier unterbringen kann. Ja. Das ist bei meinem nicht gegeben, bei dem Grail. Ja, zeigt auch vielleicht nochmal den unterschiedlichen Einsatzzweck. Ja, während das Grail vermutlich eher sportiv ist, ja, eben auch mit der sportlicheren Sitzposition im Vergleich zum Backroad, ist das Backroad vielleicht eher auch als Alltagsrad zum Pendeln auf dem Weg zur Arbeit, aber auch auf dem Weg in den Urlaub vielleicht zu gebrauchen, könnte ich mir vorstellen. Einfach auch um längere Distanzen zu fahren, eben in einer gemütlicheren Fahrposition, während das halt eher sportiv ist. Ja, obwohl ich jetzt sagen würde, das sind beides Allround-Räder, die jetzt noch nicht, also das Grail in der Alu-Version ist es noch nicht so in der super sportlichen Ecke zu finden, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt heute mal zur Gaudi mitgezählt, wie viele Grails und wie viele Backroads wir gesehen haben. Und am Schluss waren es 5:4. Wer hat gewonnen? Backroad von 5 und Pendeln genau 4, also ziemlich ausgeglichen. Und insgesamt haben wir vielleicht 50 Gravelbikes gesehen. Also da sieht man schon auch, wie stark vertreten das Gravelbike zumindest, oder die zwei Gravelbikes in München sind. Trotzdem würde ich schon sagen, dass das Grail auch noch ein Allround-Bike ist, was eben ein bisschen sportlicher ist, wie du sagst, jetzt nicht fürs Bikepacking ausgelegt ist. Wir haben jetzt oben am Oberrohr nicht diese 2 Anschraubpunkte für eine kleine Tasche. Wir haben aber auch an der Gabel nicht diese Anschraubpunkte, wie es Backroad zum Beispiel auch hat. Das sind schon mal deutliche Unterschiede. Und was von der Optik schon mal ziemlich stark auffällt, beides sind hübsche Räder, keine Frage, aber wie die Kabelintegration bei Rose gelöst worden ist, sodass die Kabel schon vorne unterm Vorbau integriert werden und dann durchs Steuerrohr ins Unterrohr geführt werden. Das sieht schon sehr, sehr minimalistisch und schlank aus. Und dazu kommt eben auch, dass Rose ja dieses Finishing hat, dass sie die Schweißnähte vom Alurahmen abgeschliffen haben und zusätzlich noch verspachtelt haben. Das ist so ein kleines Highlight, was im Großen und Ganzen einen ziemlichen Unterschied in der Erscheinungsform macht, oder Olli? Ja, auf jeden Fall, genau. Was das Design angeht, ist es natürlich
super schön nochmal als Detail, dass einfach die Schweißnähte hier ja, nochmal weggearbeitet wurden. Ja. Was hier bei den beiden Rädern jetzt auffällt, wir haben jetzt einmal die SRAM Rival 1x11 und wir haben die GRX 600 auch mit 1x11. Und der Unterschied ist ja dann vor allem weniger im Preis als in der Performance von der Schaltung und wie man schaltet. Ist dir da ein Unterschied zwischen den beiden Schaltgruppen aufgefallen? Ich muss sagen, eigentlich sowohl SRAM Rival als auch Shimano GRX schalten beide sehr präzise. Ist mir jetzt ehrlich gesagt kein Unterschied groß aufgefallen. Ja, also mir fällt schon ein bisschen auf, das ist jetzt aber bei der Schaltung schon um einiges besser als beispielsweise bei meinem eigenen Rad, dass die SRAM Rival doch einen etwas weicheren Bremspunkt hat als jetzt die GRX in all ihren Ausstattungsformen. Deswegen mag ich die GRX einen Ticken lieber und ich mag es, also was die Schaltung angeht, finde ich, ist die SRAM Rival ein bisschen knackiger noch. Das ist einfach ein bisschen lauter, hat aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt einen Einfluss darauf, wie schnell der Gang da rein oder raus geht. Aber es ist ein bisschen lauter, es knackt ein bisschen mehr und ja, einen großen Unterschied merkt man eigentlich vor allem nur darin, dass man eben bei SRAM diesen einen Hebel hat, den man entweder zur Seite drückt oder nach schräg hinten. Und bei Shimano schaltest du entweder mit dem ganzen Hebel oder eben nur mit dem kleinen Schalthebel. Gewöhnungssache, würde ich sagen. Ja. Was man auch sieht auf den ersten Blick ist, wenn man sich mal die Sattelhöhe anschaut, ja, dann steht bei dem Grail der Sattel deutlich über dem Lenker. Ja, zeigt auch einfach nochmal die sportive Sitzposition, oder? Ja, also die Sattelüberhöhung ist ein super Stichwort, um jetzt in die nerdigen Themen ein bisschen rein zu driften. Und wenn man diese beiden Geometrien miteinander vergleicht, fällt schon auf, dass der Stack to Reach beim Grail deutlich niedriger ist, dadurch eine deutlich auch sportivere Sitzhaltung. Die Sattelüberhöhung ist höher. Wir haben beim Grail ein kürzeres Steuerrohr, dadurch ist das Cockpit auch ein bisschen niedriger als beim Rose. Und bei Rose fällt eben auch auf, dadurch, dass das Cockpit so hoch ist, hat man nicht ganz so viel Druck auf dem Vorderrad, was beim Grail hingegen relativ schön gelöst ist, dadurch, dass man schon sehr stark nach vorne gelehnt ist auch ein bisschen die gefühlte Direktheit der Lenkung ein bisschen größer als beim Backroad. Aber was auch ganz interessant ist, also wenn wir jetzt mal ins kleinste Detail schauen, beim Backroad ist das Tretlager einen halben Zentimeter höher und ja, dadurch ist das Rad ein bisschen Offroad-freudiger, weil man einfach ein bisschen mehr Spielraum zwischen Kurbelende und Boden hat und man liegt etwas satter mit dem Grail auf der Straße. Was aber ganz interessant ist, ist, dass die Kettenstreben beide gleich lang sind. Also der Hinterbau ist ja, fast identisch, nur das Sitzrohr ist wiederum beim Grail länger. Also du bist jetzt beide Räder gefahren und bist jetzt lange auch das Grail gefahren. Würdest du dir das Grail jetzt, wo du beide gefahren bist, nochmal kaufen? Ich will noch einen ganz spannenden Test jetzt abwarten. Und zwar will ich nochmal drüben an der Großhäusloher Brücke den steilen Berg hochfahren. Ja. Um einfach nochmal die Klettertauglichkeit von den beiden Rädern nochmal gegenüberzustellen. Ja. Weil ich würde sagen, das Grail, mit dem kommst du schon verdammt gut die Berge hoch. Mich würde es mal interessieren, ob das mit dem Backroad noch einen Ticken besser geht oder ob ich mir da schwerer tue. Mhm. Was ist deine Vermutung? Ich vermute, dass es mit dem Backroad ein bisschen leichter geht, weil ich habe vorne ein 40er Kettenblatt und bei dem Grail ein 42er. Ja, müssen wir ausprobieren. Aber auf die Antwort bin ich sehr gespannt. Dann fahren wir rüber, probieren das aus und ein bisschen Glück haben wir noch genügend Licht, um dann das Fazit zu filmen. Oh, jetzt haben wir überholt, oder? Ich glaube, wir haben 7:6. Das Grail hat überholt. Mittlerweile steht 7:6. 7 fürs Grail, 6 fürs Backroad. Ja. Also hier muss das Backroad auch noch mal ordentlich aufholen.
Und wir sind mittlerweile auch am Höllerer Berg angekommen, Ollis Lieblingsberg, um Bergsprints zu machen. Jetzt werden wir mal testen, welches Rad der bessere Kletterer ist. Ja, das liegt höchstwahrscheinlich am Rad. Und nicht an Ollis Wadeln. Bin gespannt. Ich auch. Ah, und schon wieder ein Grail. Jetzt haben wir es 8:6. Okay. Soweit, so gut. Müssen wir erstmal einen richtigen Gang finden. Ja, also bei der Schaltung ist natürlich nur ein Unterschied, dass du bei der GRX 2 verschiedene Schalthebel hast. Ja, das macht man. Ich finde, in der Praxis macht das schon was aus. Also man gewöhnt sich zwar auch an die Rival-Schaltung oder an die SRAM-Schaltung, dass du mit einem Hebel alles erledigst, aber ich brauche mal einen Moment länger, um mich an die SRAM zu gewöhnen, als mich an die GRX zu gewöhnen. So, bist du schon im leichtesten Gang? Ja, jetzt bin ich im leichtesten. Na? Jetzt bin ich im leichtesten, ja. Du? Jetzt bin ich im leichtesten. Und wie läuft's? Also das ist gut. Einwandfrei. Aber man kommt gut hoch mit dem. Also mir ist der Gang zu leicht. Ich würde den jetzt ich würde auch einen schwereren nehmen. Ja, mit dem fühle ich mich auch besser. Okay, aber das ging. Ja. Also es ging echt. Da hatte ich schon Räder, mit denen es schwieriger war, hier hochzukommen. Also das geht mit dem Grail sehr, sehr gut. Mit dem Backroad auch. Der leichteste Gang war mir einen Ticken zu leicht. Ja. Muss dann in den höheren Gang schalten. Ne? Ja, ich war auch im zweitleichtesten Gang und war für mich dann eigentlich auch die bessere Wahl als der leichteste Gang. Und der Berg ist wirklich steil. Also auch schön zu sehen, dass man mit beiden Rädern noch einen Gang in petto hat, wenn es dann mal noch steiler werden würde. Und hier haben wir 17%, mein lieber Scholli. Ja. Jetzt sehe ich es gerade. Ja. Also, Das ist doch was. das ist mal was, ne? Ja. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal, aber mit den anderen Rädern. Das tauschen wir einmal durch. Jawohl. Perfekt. Olli auf dem Grail, ich auf dem Backroad, gleicher Berg. Los geht's. Jetzt sind wir im zweitleichtesten Gang. Ja. Ich jetzt Aber ich merke schon, ich lehne mich mehr nach vorne, als ich es beim Grail gemacht habe. Also ich winkel die Arme mehr ab. Jetzt bin ich am leichtesten. Ja. Finde ich eigentlich allein. Der leichteste ist schon sehr angenehm, aber der ist halt nicht so schnell dann. Das Zwischenstück gut. Gottes Willen. Also jetzt ist es mir im zweitleichtesten. Auf Dauer wäre es mir zu hart. Ja. Wenn der Berg länger wäre, muss ich auf jeden Fall runtergehen. Den leichtesten Gang. Also könnte ich das nicht 3 Kilometer durchziehen. Ja. Ich bin jetzt auch froh, dass ich den Berg gleich geschafft habe. Puh. Okay, In welchem Gang bist du? ich bin immer noch im leichtesten. Ja, ich auch. Ja. Also mir kam das Backroad deutlich kletterfreudiger nach vorne. Bei mir war es genau andersrum. Also mir kam das Grail kletterfreudiger vor, aber ich glaube, es lag halt einfach daran, dass wir halt zuerst jeweils mit dem anderen Rad gefahren sind. Ja, dass man einfach beim zweiten Mal nicht mehr die Power hat. Ja, also so ganz objektiv können wir es jetzt wahrscheinlich hier gar nicht so wissenschaftlich testen. Aber vielleicht als Fazit festhalten, beide kommen den Berg hoch, beide haben genügend Gänge, aber ein kleinerer Gang mehr wird jetzt auch nicht schaden unbedingt. Ja, es sind halt 17% Steigung. Ich meine, für einen kurzen, spritzigen Anstieg wie hier ist gar kein Problem. Wenn es jetzt ein Alpenpass wäre, der 3 Kilometer lang geht, Gar kein Problem. mit der geschnauft, Steigung 2 Minuten. wäre es spannend, Ja, ob man es hinkriegen würde. das müssen wir noch mal rausfinden in einem weiteren Test. Jetzt fahren wir noch mal eine Ecke und dann machen wir eine gesamte Zusammenfassung, weil was wir noch nicht ausprobiert haben, waren Wurzeln und Trails. Muss es sein. Das machen wir jetzt schnell. Ja, heute noch, oder?
Also jetzt waren wir mit den beiden Rädern überall dort, wo man mit einem Gravelbike auch Spaß haben kann. Wir waren auf Schotter, wir waren ein bisschen auf dem Trail, wir sind sogar jetzt einen Berg ein paar Mal hoch und runter gefahren. Wo waren wir noch? Auf dem Waldweg oder auf dem wurzeligen. Waldweg haben wir noch ausprobiert. Deine Paradedisziplin. Waldautobahn, halt gern. Und ja, ich würde fast sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen überrascht davon, wie deutlich auch der Unterschied jetzt nach so einer eineinhalbstündigen Probefahrt auch mit beiden Rädern ist. Ja, ist eigentlich ziemlich klar, Ja. was die Räder ausmacht. Also was so die Paradedisziplinen sind, wo die einzelnen Räder dann tatsächlich auch brillieren. Beim Backroad, wie du es vorhin schon gut gesagt hast, ich finde, das ist einfach ein Allround-Bike, auf dem man sich sofort, wenn man sich draufsetzt, wohlfühlt. Das ist eine sehr komfortable Sitzposition. Wir haben hier jetzt nicht so diesen super sportlichen Aspekt, wohingegen man jetzt beim Grail schon eher merkt, das Rad möchte etwas sportlicher gefahren werden. Es fühlt sich vielleicht auch eher auf der Straße wohl als jetzt im Trail. Was mir aber schon im direkten Vergleich auch aufgefallen ist, war der Unterschied in der Lenkansteuerung. Beim Grail kam mir das Ganze viel direkter und auch einfacher zu kontrollieren vor, als jetzt beim Backroad. Ging es dir auch so? Ja, bei Backroad hat sich das alles ein bisschen schwammiger angefühlt, würde ich sagen, wie bei einem großen Auto, bei einem SUV oder sowas, wo man jetzt nicht so das direkte Feedback hat von meinem Lenkrad einfach oder von meinem Lenker in dem Fall. Ja. Ja. Das kann an zwei Gründen liegen. Zum einen hat halt das Backroad diese Gabel mit dem kleinen Vorlauf und zum anderen ist der Lenkwinkel beim Backroad deutlich flacher mit 72,3 Grad und beim Grail haben wir einen deutlich steileren Lenkwinkel mit 70,5 Grad. Pi mal Daumen, also würde ich jetzt einfach so mal raten. Und das kann eben auch den Aufschluss darüber gehen, wie man dann lenkt und zusätzlich ist eben die Front auch beim Backroad höher und dadurch hat man nicht so viel Gewicht auf dem Vorderreifen wie beim Grail. Olli, du bist ja jetzt das Grail ein Jahr gefahren und heute zum ersten Mal jetzt das Backroad Probe gefahren. Nach dem heutigen Tag, würdest du dir das Grail nochmal kaufen oder würdest du zum Backroad tendieren? Das ist eine schwierige Frage. Beide Räder sind richtig gut. Eventuell, um mir jetzt eine politisch korrekte Antwort zu geben, müsste ich mir wahrscheinlich ein drittes Rad kaufen. Aber ich bin mit dem Grail echt sehr zufrieden, weil es einfach ein sportives Bike ist. Ja, klar hat man eine sportivere Sitzposition drauf, es ist direkt, fühlt sich auf der Straße sehr wohl. Ich mich aber auch. Ja. Von daher ist es eigentlich ein ganz guter Fit. Ihr passt ganz zusammen. Ja. Das Backroad, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt mehr in Richtung Bikepacking gehen und das Rad auch mal hernehmen, um jetzt vielleicht eine Urlaubsreise zu machen, dann wäre das definitiv mein Favorit. Ja. Aber da ich ja eigentlich eher Wochenends, Tagestouren mache, ja, jetzt ohne viel Gepäck, ist das Canyon Grail AL70 eigentlich nach wie vor mein Liebling. Finde ich gut. Fühle ich mich wohl. Ist auch ein gutes Rad, um auch steile Anstiege hochzufahren. Wir haben es jetzt eben gerade nochmal probiert. Geht mit beiden Rädern gut. Ja, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie die 17% über 3-4 Kilometer über den Alpenpass machen müssten, dann würde das sicherlich nicht funktionieren. Dann brauche ich einfach eine andere Übersetzung nochmal am Rad. Es sei denn, ich habe dementsprechende Waden. Ja. Da wird es auch mit einem Kettenblatt vorne ganz schön heftig. Genau. Ja. Also ich glaube, es sind zwei Räder für unterschiedliche Zielgruppen, einfach auch ein bisschen. Je nachdem, was man möchte, das eine oder das andere. Ja. Sportiv eher Canyon, bisschen gemütlicher Richtung Trekking, das Backroad. Ja. Oder? Ja, sehe ich genauso. Und ich finde es eben auch so überraschend, dass das eben heute bei diesem Test so schnell rauskam, weil mir von der ganzen Kommunikation der beiden Firmen vorher nicht bewusst war, dass es unterschiedliche Zielgruppen anspricht und jetzt eigentlich zum ersten Mal bewusst wird, dass man ja doch mit dem Grail deutlich schneller, deutlich sportlicher, deutlich straßenorientierter auch unterwegs sein möchte, als jetzt mit dem Backroad, dass er doch eher so ein Allrounder ist, der es ja vielleicht auch vor allem auch auf den Alltagsgebrauch abgesehen hat. Aber wie du sagst, beide Räder mega gut, unfassbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die zwei waren ja lange Zeit auch wirklich Gravelbike-Flaggschiffe. Wir haben heute insgesamt 14 oder 15 Räder der beiden
Also sowohl Backroads als auch Grails gesehen. Ich glaube 7 Backroads und 6 Grails. Mhm. Irgendwie sowas. Ja. Also es war ziemlich knapp und ziemlich Nee, ausgeglichen. das Grail hat, glaube ich, gewonnen. Also für Individualisten nicht unbedingt die beste Wahl. Wenn ihr euch über euren individualistischen Geschmack definieren wollt, dann vielleicht doch zu einer anderen Marke greifen. Aber wenn ihr zum Beispiel gerne gegrüßt werdet von Leuten und Teil einer größeren Gruppe seid, dann fühlt ihr euch mit beiden Rädern wahrscheinlich sehr wohl. Und wie du so schön gesagt hast, beide Räder sind sehr gut, beide Räder funktionieren mega gut in dem Bereich, wo sie auch dafür vorgesehen sind und vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Obwohl der Preis jetzt bei beiden angehoben worden ist. Das Rad, das du jetzt hast mit der Rival, kostet, glaube ich, gerade 1900 und die Ausstattung mit der GRX 1x11 600, da sind wir bei 2000 Euro gerade, also beide um die 2000 Euro Marke, wirklich krass gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und super gute Alu-Gravel-Bikes für Einsteiger und den etwas fortgeschritteneren Gravel-Enthusiasten, der vielleicht auch nach seinem zweiten Rad ausschaut. Ja, genau. Und wenn du so bei dir in den Kommentaren schaust, bekommst du auch viele Anfragen für das Rad oder für die 2 Räder? Ja, früher schon. Also als ich den Kanal aufgemacht habe, das war ganz witzig, habe ich jeden Tag so mindestens 2 Nachrichten bekommen, ob man jetzt sich das Grail oder das Backroad kaufen soll. Und mittlerweile kommen da viel mehr Marken auch mit dazu und kommen rein in den Mix. Und auch für Rose und Canyon ist es so, dass die 2 sich jetzt halt auch mit viel mehr anderen Marken rumschlagen müssen, weil eben es kommen schon viel mehr Bikes jetzt auch mit in diesen niedrigpreisigen Sektor mit rein, die auch sehr gut performen und halt auch sehr gut ausschauen und auch gutes Marketing machen. Ja. Das heißt, die Auswahl wird einfach viel größer. Die Auswahl wird größer und auch dadurch, dass die Wartezeiten, das darf man ja, glaube ich, auch nicht unterschlagen, also Wartezeiten für beide Räder ist gerade astronomisch. Für das Grail werden jetzt gerade 3 bis 4 Monate angegeben. Fürs Backroad sogar noch ein bisschen mehr mit 24 Wochen. Da kann sich aber auch noch viel tun. Also das ist schon ziemlich lange. Und viele Leute, die jetzt halt sich für ein Rad interessieren, die wollen halt auch im Sommer damit fahren. Und deswegen schaut man zwangsläufig dann auch nach Alternativen. Wer aber geduldig ist, der macht definitiv nichts verkehrt, wenn er in eines der beiden Räder investiert. Auf jeden Fall. Ja. Und damit wären wir schon beim Affiliate-Link des Tages. Der ist in der Infobox. Leider nur das Rose Backroad verlinkt. Zu Canyon gibt es keinen Affiliate-Link. Trotzdem kann ich das Canyon auch empfehlen. Ja, mega. Danke, Olli, dass du dabei warst, dass du uns dein Canyon Grail heute auch mal wieder vorgestellt hast. Es ist immer wieder schön, euch beide auf dem Kanal zu sehen. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Unterstützt natürlich auch immer gerne. Ja. Hier und da, wo ich kann. Ja, sind Bier verdient. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Politically correct. Beide sind... Ich würde mir das Cube Neuro... ist der Wert. Ich würde mir ein Rennrad kaufen. Das Gravel ist nichts. Das Gravel hat keine Zukunft.